Verwendungszweck in der Anatomie Bonn, Sektion. Wir haben überlegt, wenn man normalerweise in eine Ausstellung geht, dann schaut man sich Objekte an und liest vielleicht noch etwas dazu oder hört mal ein Audio. Und wir wollten aber, dass es erfahrbarer, sinnlich erfahrbarer wird. Und deswegen haben wir uns 4 wunderbare Objekte aus dieser Ausstellung ausgesucht und haben zu denen dramaturgisch und dramatisch gearbeitet und werden dadurch die Objekte hoffentlich für ein Publikum noch viel interessanter machen und viel besser erfahrbar. Die Objekte oder die Geschichten um die Objekte herum oder hinter den Objekten werden erfahrbarer in dem Sinne, dass man zum Beispiel Texte, Briefwechsel, die es gab in den 70er Jahren von Professoren, wenn man sie liest, sind es nur Worte. Wir spielen diese Briefe und dann bekommt man mit, wie die Menschen damals miteinander umgegangen sind, auch wenn es Konflikte innerhalb der Akademie gab. Ja. Wir werden einen tänzerischen Teil haben, wo wir eine Pflanze vertanzen sozusagen, die etwas ganz Besonderes hat, nämlich die kann sich nur vermehren, wenn sie verbrennt. Und es wird also auf allen Sinneswahrnehmungsebenen werden diese Objekte erfahrbar und erlebbar sein. Ich denke, das Besondere dabei ist, dass es eine Führung ist, gemixt mit der Performance. Das Publikum weiß nicht, jetzt kommt die Vorstellung, jetzt kommt der wissenschaftliche Vortrag, sondern es fließt ineinander. Wir nehmen das voneinander ab, sozusagen. Performance geht über in wissenschaftliche Begleitung der Objekte und hinterher werden die ZuschauerInnen sicher das Bedürfnis haben, sich das eine oder andere Objekt nochmal genauer anzuschauen und es dann hoffentlich mit anderen Augen sehen. Also beispielsweise haben wir einen Bereich zu dem Leichenbuch aus der Anatomie und da hört man Texte, die einen sehr, sehr berühren, weil sie teilweise auch wirklich erschreckend sind von den Aussagen her. Und ich glaube, für viele Menschen klingt das so, als ob es konstruiert wäre. Und ich erkläre, dass das tatsächlich Texte sind, Originaltexte sind, die da vorgetragen werden. An den Herrn Direktor der Provinzialheil- und Pflegeanstalt in Bonn. Der Mangel an Leichen für den Unterricht in der Anatomie ist zurzeit so groß, dass ich mich im Interesse einer ordnungsgemäßen Durchführung der anatomischen Präparierübungen verpflichtet fühle, Euer Hochwohlgeboren die Ablieferung von Leichen für den Anatomieunterricht nach den seinerzeit ergangenen Ablieferungsbestimmungen in Erinnerung zu bringen. In der Ausstellung zeigen wir die Geschichte der Objekte der Sammlung der Universität Bonn und es ist im Grunde darstellerisch auch zu sehen, aber die Geschichten an sich sind Teil der Ausstellung, wo es letztendlich um die Provenienzforschung geht. Also wie sind die Objekte zu uns gekommen, warum sind sie hier, was machen wir mit denen auch heute, also welche Rolle spielen sie heute in Forschung, Lehre, warum sind sie gerade in Bonn und nicht woanders. Diese ganzen Geschichten erfährt man dann eben auf eine ganz andere Art und Weise.